Ja, mal wieder in Kotka unterwegs. Was gibt's in Kotka? Kotka Meripäivä. Hier ist alles zugeparkt. Bis zum geht nicht mehr, was in Finnland eigentlich völlig untypisch ist. Jugendliche krabbeln aus den Autos morgens und die schlafen einfach hier im Auto da, verbringen hier ihre Abende, genießen hier alles. Und heute ist Samstag und es geht weiter. Ja, hier geht's schon ordentlich los. Ja, guck mal Leute, hier geht's ab. Da kommen sie. Wie die Ameisen. Kotkan Meripäivä. Herrlich. Willkommen im Hafen Kantasatamaa, dem absoluten Herzstück der Kotkan Meripäivä. Direkt am Kai treffen wir ein finnisches Original. Patu Patanen, Seebär und Antiquitätenhändler in einem. Und Schilderfans aufgepasst, selbst hier im Norden findet man deutsche Spuren. Der gewaltige Portalkran über dem Hafenbecken stammt aus Bremen. Zwischen Foodbuden und Biergärten trifft Maritime-Tradition auf puren finnischen Sommer. Ein echtes Highlight ist die knallrote SS Hyöki. Ein historisches Feuerschiff von 1912, das Patu gehört und heute als uriges Museumsschiff und Hafencafé dient. Da sitzt er auch schon persönlich vor den Stufen seines Schiffs. Patu hat die SS Hyöki jahrelang im Hafen von Hamina betrieben. Heute nutzt er jede Gelegenheit, seine selbst gesammelten Antiquitäten und Seemannsschätze an den Mann zu bringen. Ein finnischer Sturkopf mit ganz viel Herz für die Seefahrt. Wer im Hafen unterwegs ist, kommt an diesem Fotospot gar nicht vorbei. Das gigantische I Love Kotka-Schild ist die perfekte Kulisse für das Erinnerungsfoto. Und man merkt sofort, die Finnen sind stolz auf ihre Hafenstadt, besonders wenn die Meripäivät die ganze Region zum Leben erwecken. Und da zieht auch schon ein echter Hingucker vorbei, die M.O. Vivant, eine historische Holzkaljase von 1948. Mit ihren gewaltigen Masten bringt sie genau die richtige Prise Seefahrerromantik auf das Wasser. Direkt am Kai liegt die Kunari Helena, der Schulschoner der finnischen Segelschiffstiftung. Hier kann wirklich jeder an Bord springen. Bei den täglichen Schnupperturns packen die Besucher selbst an den Tauwerk mit an und lernen das echte Segelhandwerk. Gleich um die Ecke steht die Power Coast Stage, die Bühne für den musikalischen Nachwuchs. Hier bekommen junge Bands und Nachwuchstalente aus der Region die Chance, sich vor dem großen Publikum zu präsentieren. Ein richtig cooles Konzept mit kostenlosem Live-Programm den ganzen Tag über.
Ein absoluter Magnet am Kai ist die FNS Porkala der finnischen Marine. Das schwere Minentransport- und Landungsfahrzeug ist extra für das Fest eingelaufen. Das Geniale daran: Besucher dürfen hier direkt über die Gangway an Bord gehen, das Oberdeck erkunden und der Besatzung Löcher in den Bauch fragen. Und die technischen Daten sind beeindruckend. Die Porkala gehört zur Pansio-Klasse und dient als Minenleger sowie als schweres Transportschiff für die Küstentruppen. Dank der riesigen Bugklappe können Fahrzeuge direkt an Bord fahren. Mit ihren knapp 40 Metern Länge, modernen Waffensystemen und starker Motorisierung bildet sie ein Rückgrat der finnischen Küstenverteidigung. Wer den finnischen Humor verstehen will, muss einfach nur auf die T-Shirt-Stände achten. Je trockener der Spruch, desto besser. Da steht dann auf Finnisch: Ich brauche kein Google, meine Frau weiß alles. Oder der absolute Klassiker für schlechte Laune, Vittu ette vittuta, übersetzt: Verdammt, geht mir das auf den Sack. Ein ehrlicher, herrlich direkter Einblick in die finnische Seele. Auch architektonisch legt Kotka nach. Das Maritimmuseum Vellamo schimmert wie eine riesige Meereswelle. Direkt davor sorgen Livebands, Tanzgruppen und ein Streetball-Turnier auf dem Hafenkai für richtig Dynamik. Kurzum, ein Hafen voller Action, Geschichten und Seefahrerromantik. Und selbst auf dem Marktplatz wird gestemmt. Bei den traditionellen Meripäivänostot messen sich die besten Gewichtheber der Region direkt unter freiem Himmel. Was für ein genialer Tag hier im Hafen von Kotka. Die Kotkan Meripäivät zeigen einfach perfekt, wie die Finnen ihren Sommer feiern. Mit einer Mischung aus maritimer Geschichte, echter Gastfreundschaft und ganz viel Humor. Wenn euch dieser Einblick in den finnischen Hafensommer gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Im nächsten Video nehmen wir euch dann mit in die wunderschöne Natur direkt vor den Toren der Stadt. Bis zum nächsten Mal, hier bei Finnland Club Moika.